Heute bei den Lately News hat in Rosenheim ein Mann versucht, nachdem er in einer 30er-Zone mit 200 Stundenkilometer geblitzt wurde, diesen Blitzer anzuzünden. Jedoch hatte der Mann kein Feuerzeug dabei, um den von ihm mit Benzin übergossenen Blitzer anzuzünden. Aber er erinnerte sich an den Film Zurück in die Zukunft und versuchte nun an dem Blitzer so schnell vorbeizurasen, dass seine Reifenspur Feuer fangen würde. Jedenfalls wurde der Mann weitere 300 Mal geblitzt, bevor ihm das Benzin ausging. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen Schülerzeitungsbeiträgen, wo gewarnt wird, was aus einem wird, wenn man nie in der Schule aufgepasst hat. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die Wochenwebschau der ARD auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht alleine im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Rügen, wo jemand immer wieder diese Steine morgens aufstellt, nur damit ich sie mittags wieder umwerfen kann. Außerdem präsentiert uns heute noch unser Sonderfußball-Korrespondent Didi Schröpke von Fortuna Meppen die neuesten Fußballtrends. Und keine Sorge, das ist nicht der Typ hier, sondern Didi Schröpke ist der mit den meisten gelben, roten und den eher selten gegebenen lila Karten in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Und somit wird der Didi dem Jungen hier nachher zeigen, wie sich eine Blutgrätsche in 4D anfühlt. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Ich habe es an dieser Stelle schon mehrfach gesagt und ich sage es gerne auch noch einmal: Augen auf beim Einbruch. Denn egal wie kuschelig das Bett auch aussehen mag, man sollte sich niemals in dieses legen. Denn wenn man dann wieder aufwacht, stehen mindestens 8 Polizeibeamte um einen. Wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, schaut man in den Lauf einer Schrotflinte des eigentlichen Bewohners. Und auch bei der Flucht sollte man sich unbedingt im Vorfeld über das Terrain informieren und das dazu passende Schuhwerk tragen. Denn ansonsten verläuft eine Flucht so ab wie in Berlin-Karlshorst, wo ein Einbrecher gerade noch die anrückende Polizei bemerkt hatte und nun durch das Fenster versuchte zu fliehen. Nur sprang er dabei auf einen nassen Rasen, weswegen er bei der ersten Bewegung sofort ausrutschte und in die offenen Arme der Polizeibeamten schlitterte. Deshalb Augen auf beim Einbruch und immer passendes Schuhwerk einstecken. Währenddessen in Zwickau. Früher habe ich Campingausflüge mit meiner Tante Erna immer gehasst. Während sich alle anderen entweder Wohnmobile mieteten oder Hütten, schwur meine Tante Erna auf das klassische Zelten. Egal ob bei Wind und Wetter, im stark bevölkerten Bärengebieten oder mitten zwischen ein paar Wolfsrudeln. Meine Tante Erna zog das Zelten ohne Pardon durch, egal ob im Platzregen oder bei schweren Schneefällen. Aber das alles war eine bleibende Erinnerung, wie die unzähligen Wolfsbisse und die 8 Zehen, die ich dort an die Kälte verloren hatte, beweisen. Etwas mehr hat nun eine Familie kurz vor Zwickau kurzzeitig verloren, die mit einem Wohnmobilanhänger unterwegs war. Leider bemerkte die Familie es nicht, dass der Wohnmobilanhänger nicht richtig befestigt worden war und nun die Familie auf der Autobahn plötzlich links überholte. Die Familie hatte extrem viel Glück im Unglück, denn als sie keine 30 Minuten später an ihrem Zielort in Zwickau ankam, wartete dort bereits ihr Wohnmobilanhänger ohne einen Kratzer. Derweil in Saint-Dizier. Jeder meiner Freunde und auch mich eingeschlossen wollte, nachdem er den Film Top Gun aus dem Jahr 1986 gesehen hatte, unbedingt Kampfpilot werden. Einzige Bedingung wäre dabei nur gewesen, dass Kenny Loggins Danger Zone dann bei jedem Einsatz hätte gespielt werden müssen. In Dauerschleife natürlich. Dass man aber ohne jegliche Erfahrungen in einem Kampfflieger fliegen kann, hat ein Mann im französischen Saint-Dizier erlebt. Ihm hatten seine Freunde einen Flug in einem Kampfflieger zum Geburtstag geschenkt. Das einzige Problem war dabei nur, dass der Mann das Fliegen abgrundtief hasste, weswegen er auch das einzig Richtige tat, als er kaum in Luft war
und den Schleudersitz betätigte. Und das nicht nur für sich, sondern damit automatisch auch für den Piloten. Zwar entstand dadurch ein Millionenschaden, aber trotzdem war das immer noch ein besseres Geschenk als andere, was seine Freunde im Sinn hatten. Nämlich, ihm einen Tag als Atomsicherheitsverantwortlicher im benachbarten Atommeiler zu schenken. Und noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal das Damals-Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Damals-Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Damals war alles besser, höre ich noch heute viele Menschen sagen. Keine Ahnung, wen oder was sie mit damals so meinen. Anton damals, Serienkiller der 1970er und Kapitän des Traumschiffes ab 1982? Nur, wann war damals besser? Als er noch abgelenkte TikTok-Kids mit Selfie-Sticks zu Tode prügelte? Oder als er sich als Kapitän des Traumschiffes mit somalischen Piraten angelegt hat, um Tom Hanks zu befreien? 20 Jahre bevor Tom gefangen genommen wurde. Oder ist der FC Bayern damals gemeint, der ja 7-mal in Folge die Oktoberfest League gewonnen hatte, aber dann überführt wurde, sich nur heimlich Kölsch in die Maßkrüge gefüllt zu haben und nicht bayerisches Starkbier? Umso mehr frage ich mich, was also an dem damals so viel besser zu heute sein soll. Okay, Anton damals ist immer noch ein besserer Kapitän als Florian Silbereisen, aber das wäre auch ein altes Fass rum. Deshalb erhoffte ich mir so viel vom Damals-Magazin, aber nichts vom Damals-Magazin war wirklich besser. Deshalb sei gewarnt, Damals-Magazin, die dunkelrote legt die Fake News-Karte an dich und du stehst ab sofort unter dem Kommando eines somalischen Piraten. #FreeTom. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.